Hi ihr Lieben, es ist etwas her, seit ich mein letztes Video gemacht habe. Aber ich dachte, jetzt zum Jahresende kann ich euch nochmal ein schönes Geschenk machen und mal eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram und auf Facebook stellen konntet. Gleichzeitig will ich dieses Video auch nutzen, um mich euch nochmal vorzustellen, denn wir sind auf manchen Kanälen, also hier auf YouTube, auf Facebook auch ein paar, aber vor allem auf Instagram ein paar mehr geworden. Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen und vielen Dank für eure Unterstützung. Bevor wir jetzt also mit euren Fragen anfangen, stelle ich mich euch einfach nochmal vor. Mein Name ist Grietje, ich bin 33 Jahre alt und die Gründerin von Grietje Concept und Design. Wir bei Grietje Concept und Design planen Kinky- und Fetischräume für die Swinger-, Fetisch- und Erotikszene. Außerdem beraten wir Unternehmer, die in dieser Erotik-, Fetisch- und Swinger-Szene tätig sind und ihrem Unternehmen ein Update verpassen wollen. Mit diesem Update wollen wir vor allem versuchen, von Klischeedarstellungen wegzukommen, dazu aber später mehr. Jetzt zu euren Fragen. Und übrigens, das schon mal vorweg, wenn ihr noch Fragen an mich habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, entweder hier auf YouTube oder auf Facebook, Instagram oder schreibt mir eine persönliche Nachricht an info@grietje-design.de. Frage Nummer 1. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen, das sich mit der Innenarchitektur in genau diesem Bereich befasst? Also, das erste Mal, dass ich diese Idee hatte, einen Club zu gründen, das war circa 2018. Ich habe damals noch Innenarchitektur studiert und bin regelmäßig in einen bestimmten BDSM-Club gegangen. Und in diesem BDSM-Club habe ich einen mittlerweile sehr guten Freund kennengelernt, der auch Architekt ist. Und der hat irgendwann mal zu mir gemeint, hey, plan doch mal einen Club. Ja, und irgendwie ist es mir da auch zum ersten Mal in den Sinn gekommen, beziehungsweise aufgrund dieses Vorschlags und dieses Anreizes habe ich mir das erste Mal ganz konkret darüber Gedanken gemacht, wie ein Club aussehen sollte, aber auch natürlich, wie ich persönlich ihn mir vorstelle. Ich habe mir damals auch auf Pinterest, weiß ich noch, eine Pinnwand angelegt unter dem Titel Playhouse, auf dem ich das erste Mal auch Ideen dafür gesammelt habe, wie ich mir das Ganze vorstelle, das heißt, welche Farben, aber auch welche Räume es haben sollte. Und ich weiß auch noch, dass es nicht nur ein reiner BDSM-Club war, sondern dass ich mir auch immer schon gedacht habe, dass ich es gerne mit dem Thema Swinger kombinieren würde. Beziehungsweise, glaube heute würde ich eher sagen, es war eher positiv gemeint. Das war aber erstmal nur Spielerei alles. Das heißt, der wirklich konkrete Gedanke, mich damit selbstständig zu machen, das heißt, das Ganze beruflich zu machen, kam eigentlich erst, als mein Stammclub schließen musste und der dann auch auf andere Räumlichkeiten ausweichen musste. Diese neuen Räume, in die der Club umziehen musste, die mussten dann aber erst umgebaut werden. Das Ganze geschah während Corona, deswegen hatte ich nicht so richtig die Möglichkeit, meine Hilfe anzubieten. Und darüber habe ich mich im Nachhinein ziemlich geärgert, weil es entstanden dadurch Probleme in dem Club, einfach in dem die Räumlichkeiten auf eine gewisse Art und Weise angeordnet wurden, bei denen ich dann dachte, man hätte es besser machen können, beziehungsweise ich hätte auch einfach gerne beraten an der Stelle. Ich fand auch, das Problem war, dass dadurch die Veranstaltungen, die in dem Club stattfanden, nicht so richtig ihr Potenzial entfalten konnten. Und im Grunde entstand dort dann konkrete Idee, dass ich mich damit beruflich selbstständig machen möchte, weil ich zukünftig so etwas verhindern wollte. Weil ich einfach auch gesehen habe, dass viele Clubs Dinge in Eigenleistung machen, was ja auch vollkommen okay ist, aber wahrscheinlich auch nicht gewusst haben, an wen sie sich hätten wenden können. Frage 2. Seit wann hast du dich darin spezialisiert, Kinky-Räume zu planen? Also es war ja auch durchaus so, dass ich erstmal nach dem Studium dann nicht direkt darüber nachgedacht habe, boah, ich mache das jetzt sofort. Die Idee hat wirklich noch eine Weile gebraucht, bis sie so gewachsen ist und bis ich mir sicher war, dass ich in dieser Branche und in dieser Nische tätig sein will. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, als ich aus dem Studium raus bin, wollte ich nicht unbedingt Innenarchitektin werden. Das hat verschiedene Gründe und das können wir gerne ein andermal klären. Aber ich habe mich immer noch mit diesem Thema, mit diesem Club-Thema beschäftigt und einfach auch mit dieser Nische, die so ein bisschen lost ist bei der ganzen Thematik. Das heißt, nicht so richtig weiß, an wen sie sich wenden sollen. Es war eben, wie gesagt, so, dass der Club wahrscheinlich oder die neuen Betreiber auch nicht so richtig wussten, an wen sie sich wenden sollen und das Ganze dann in Eigenregie gemacht haben. Und es taten sich dann aber halt immer mehr Probleme auf. Wie gesagt, auch die Veranstaltungen haben nicht so richtig ihr Potenzial entfalten können. Und ich habe dann
trotzdem noch versucht, den Clubbetreibern meine Hilfe anzubieten. Da war es dann aber leider schon zu spät und auch dieser Club musste schließen. Ende 2021 habe ich dann mehr oder weniger wirklich ganz konkret angefangen, aufgrund dieser Schließung des Clubs meine Geschäftsidee ganz konkret auszuarbeiten. Ich wollte einfach auch mehr Clubs unterstützen. Ich wollte mehr Unternehmer in dieser Branche unterstützen. Mir sind einfach auch in dem Moment, als ich mich damit wirklich ganz konkret beschäftigt habe, immer mehr Fehler aufgefallen, beziehungsweise einfach Kleinigkeiten, die man verbessern könnte. Denn ich bin ja immer schon gerne in Clubs gegangen, sowohl Swingerclubs als auch BDSM-Clubs. Und die meisten von diesen Räumlichkeiten wurden in Eigenregie gebaut, umgebaut oder in Gebäude eingebaut. Das heißt, im Bestand wurde dort etwas verändert. Und ich fand, man hat gesehen, dass das durchaus noch Potenzial hätte, sich zu verbessern. Mir ist dann aber auch aufgefallen, dass das ganze Thema nicht nur ein räumliches Problem ist. Das heißt, man kann nicht alle Probleme mit Innenarchitektur lösen und mit Design lösen. Also ich kann einen Raum hell und freundlich gestalten und versuchen, den Leuten damit ein bisschen mehr Sicherheit zu vermitteln. Das ändert aber nichts an dem eigentlichen Publikum bzw. den Gästen, die auf so eine Veranstaltung kommen. Das entscheiden dann eher die Veranstalter oder die Betreiber mit ihrer Preispolitik und mit ihrer Grundeinstellung, warum sie den Club betreiben. Mir wurde deswegen klar, es reicht nicht, Interior Designerin zu werden, und deswegen bin ich auch Unternehmensberaterin. So trocken das auch klingt. So, das heißt, im Frühjahr 2022 habe ich mich ganz konkret mit dieser Idee und mit der Ausarbeitung meines Unternehmens beschäftigt und habe mich dann im September 2022 selbstständig gemacht. Seitdem ist es mein ganz persönliches Anliegen, diesen Fetisch- und Erotik-Clubs, aber auch anderen Unternehmern wie zum Beispiel Erotik-Shops dabei zu helfen, dem Ganzen ein bisschen Update zu verpassen, die Räume zu optimieren, aber auch auf das Thema Kundschaft und langfristige Strategien einzugehen. Ich finde nämlich, dass die Clubs sich nicht nur moderner, sondern auch frauenfreundlicher und aufgeklärter präsentieren können, und das Gleiche gilt auch für Erotik-Shops. Übrigens, eine kleine Information am Rande: Ich habe auch BWL studiert, ansonsten hätte ich mich nicht Unternehmensberaterin schimpfen dürfen, und ich habe auch in dieser Branche schon gearbeitet. Das heißt, ich war, bevor ich Innenarchitektur studiert habe, auch in diesen Bereichen tätig. Grundsätzlich ist es mir einfach ein Anliegen, dafür zu sorgen, weg von diesem Klischee zu kommen, nicht mehr unbedingt immer alles rot und schwarz zu machen, nicht mehr unbedingt alles mit irgendwelchen halbnackten Damen zu bewerben, sondern das Ganze wirklich aufgeklärt, modern und gesellschaftsfähig darzustellen. Frage 3. Mit welchen Farben arbeitest du persönlich am liebsten? Das ist eine interessante Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist ja auch einfach so, jedes Projekt ist so ein bisschen anders, und im Grunde ist es ja auch mein Job beim Design, auch auf die Wünsche des Kunden einzugehen. Und damit meine ich nicht nur den Clubbetreiber, sondern auch das, was ihr wollt. Und deswegen mache ich auf meinem Kanal ja auch immer regelmäßig Umfragen, weil es ist ja für mich, aber auch für meine Kunden, beziehungsweise für euch als Endkunden ja auch einfach wichtig, dass eure Einflüsse da mit reinspielen, beziehungsweise das, was ihr eigentlich wollt. Es macht keinen Sinn, etwas völlig am Verbraucher vorbeizuplanen. Ich zwinge also niemanden meinem Willen auf. In erster Linie berate ich und ich halte mich an gewisse Erfahrungsgrundsätze und ich halte mich an das, was ich durch euch erfahre. Um die Frage aber vielleicht trotzdem ein bisschen zu beantworten, also auch wenn Holz ein Material ist, finde ich trotzdem, dass man das als Farbe einsetzen kann, im Sinne von, ich mag warme Farben, ich mag natürliche Farben. Aber natürlich ist das in einem Club nicht immer angebracht. Deswegen, ich arbeite vielleicht gern mit natürlichen Materialien, aber man kann zum Beispiel auch sehr viel Wärme natürlich einfach durch eine gewisse Farbkombination hervorrufen. Das muss vor allem dann, oder das sollte vor allem dann nicht unbedingt so schmuddelig sein. Also ich kann mal ein Beispiel hier zeigen. Die Farben wirken sehr fröhlich und gleichzeitig aber auch sehr leidenschaftlich. Und die Kombination auch mit diesem dunkel und gleichzeitig mit diesen hellen Farben kann so einem Raum eben auch sehr viel Tiefe und sehr viel Stimmung verleihen. Was ich vielleicht grundsätzlich festhalten kann, auch wenn ich mit natürlichen Materialien sehr gerne arbeite, arbeite ich einfach auch super gerne mit Farben. Ich finde auch, wenn man das Ganze sehr freundlich und bunt gestaltet, hilft das auch generell, dieses Schmuddel-Image abzulegen und das ganze Thema so ein bisschen zu enttabuisieren, einfach indem die ganze Raumsprache dem Betrachter was anderes ausdrückt als hier haben Menschen Verkehr. Frage 4. Ist dir das nicht unangenehm, über dieses Thema zu sprechen? Nein. Also absolut gar nicht, und es wäre auch total hinderlich im Beruf, wenn es mir peinlich wäre oder ich irgendwelche Schamgefühle hätte, wenn ich über das Thema BDSM, Fetische oder Sexualität spreche. Es ist ja auch insgesamt mein Ziel, diesem ganzen Thema die Scham zu nehmen, beziehungsweise diesen schmuddeligen Charakter. Ich finde, es ist wirklich auch überhaupt nicht hilfreich, wenn man mit einem Gefühl von Scham oder jemand anderen dazu bringt, sich dafür zu schämen. Wenn man so darüber spricht, dann ändert sich nie was.
Ich meine, mir ist klar, die meisten wurden wahrscheinlich dazu erzogen, sich dafür zu schämen, wenn sie ihre sexuelle Natur oder ihre Fetische entdecken. Aber es hat sich zumindest für mich bewahrheitet, dass egal mit wem ich spreche, ob es nun jemand ist, den ich im beruflichen Kontext oder privat auf irgendwelchen Veranstaltungen kennenlerne, Interesse ist immer da, auch wenn man es nicht unbedingt gleich selber machen möchte. Aber selbst Leute, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, fangen irgendwann an, Fragen zu stellen, wenn man ganz offen darüber spricht. Und deswegen ist es mir mit meinem Unternehmen ebenso ein großes Anliegen, mit der Designsprache, mit der Gestaltung, aber auch mit der grundsätzlichen Umgestaltung und Wahrnehmung von diesen Clubs, Erotikshops und so weiter, auch eine gesellschaftliche Veränderung anzustreben. Ich finde einfach, man sollte das ganze Thema normalisieren und das schafft man auch dadurch, indem man den Zugang für jemanden erleichtert, der sich normalerweise dadurch abgeschreckt fühlt, wenn er solche rot-schwarzen, halbnackten Darstellungen sieht. Das Problem ist auch einfach, dass gewisse Klischees in unseren Köpfen festhängen und die muss man aushebeln, beziehungsweise da muss man auch einfach einen anderen Zugang bieten. Und das kann man meiner Meinung nach sehr gut durch Farbgestaltung, durch Raumgestaltung und durch die ganze Aussagekraft, die so ein Raum auf dich haben kann, einfach verändern. Es macht einfach einen riesen Unterschied, wenn ein Schaufenster so aussieht oder wenn es so aussieht. Frage 5. Gibt es ein Projekt, das du besonders gerne mal machen wollen würdest? Ja, auf jeden Fall gibt es das, ganz klar. Es ist aber gefühlt jede Woche ein anderes. Das kommt immer darauf an, mit welchem Kunden ich mich gerade beschäftige oder auch mit welchem Design, was ich vielleicht auch gerade gesehen habe. Das heißt, Dinge inspirieren mich und dann möchte ich etwas Neues gestalten. Und dann habe ich gefühlt auch jede Woche ein anderes Vorhaben, woran ich mich jetzt setzen könnte. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil man dann irgendwie von einem zum anderen springt. Aber ich habe mir angewöhnt, einfach alle möglichen Ideen immer direkt aufzuschreiben, aufzumalen, zu skizzieren oder sonst irgendwie festzuhalten, sodass ich später darauf zurückkommen kann. Was mir auf jeden Fall ein großes Anliegen wäre tatsächlich mal ein großes Projekt zu betreuen, von vorne bis hinten. Bisher habe ich eher kleine private Projekte betreut und ein großes Projekt wäre zum Beispiel der Neuaufbau eines Clubs. Beziehungsweise da habe ich neulich schon mit jemandem angefangen, ein bisschen zu träumen. Beziehungsweise mit mehreren Leuten habe ich schon angefangen, über das Thema zu träumen. Wir würden einfach gerne einen Ort schaffen, der so eine Art Club ist, aber auch so eine Art Treffpunkt. Vielleicht sogar mit einem kleinen Shop drinne, vielleicht mit einem Café drinne. Möglichst aber mit sehr vielen Bereichen, die einerseits Zugang für sehr viele unterschiedliche Gruppen bieten. Und damit meine ich nicht nur verschiedene Fetische, sondern vielleicht auch das Thema Poly, natürlich BDSM, Swinger, aber auch einfach ein Bereich nur für Frauen, ein Bereich nur für queere Menschen oder auch für Männer. Nach dem Motto, warum haben wir immer nur so abgetrennte Clubs für einzelne Gruppen? Natürlich ist es schwierig, viele Gruppen in einem Ort zu vereinen, weil man dann extrem viele Bedürfnisse beachten muss. Worum es mir aber geht, ist irgendwie so dieses Miteinander und dieses Zusammenkommen. Das würde ich gerne mehr fördern. Da muss man dann gucken, welche Bereiche man schafft, dass man möglichst viele Leute damit einladen kann, dass man möglichst vielen Leuten ermöglichen kann, sich dort zu treffen. Das heißt, es wäre wirklich, mein Traum wäre ein Ort, an dem vor allem Stammtische stattfinden, an dem man im Anschluss vielleicht eine große Veranstaltung mit allen machen kann, die sich dort getroffen haben, mit allen möglichen Stammtischen und einfach eine schöne Zeit haben kann. Das heißt, dann gibt es natürlich auch BDSM-Bereiche, dann gibt es natürlich auch Spielwesen, aber es gibt auch einfach Räume, in denen man sich unterhalten und Party machen kann. Das wäre so ein Projekt. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann könnt ihr euch ja mal bei mir melden. Wir brauchen vor allem Geld dafür. Wir brauchen aber auch eine Location dafür. Neulich hatte ich übrigens auch die Idee, man könnte doch eine Art BDSM-Kaufhaus machen. Oder so eine Art, ich weiß nicht, ob ihr gerne in große Spielwarenläden geht. Die sind zwar immer ganz furchtbar, weil sie reine Kauffallen sind, vor allem für erwachsene Kinder, aber so eine Art Erlebnis-Kaufhaus, in dem es verschiedene BDSM-Bereiche gibt, in denen man die Sachen auch ausprobieren kann, in denen es wie in so einem Outdoor-Store jemand gibt, der einem dann erklärt, die Schuhe sind hierfür gut und die Seile sind dafür gut und so weiter. Das wäre doch auch eine witzige Sache. Das sind so Projekte, die ich gerne mal machen wollen würde. Wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen von diesen Fragen. Es waren jetzt 5 Fragen, die ich sehr lang beantwortet habe. Deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn es bisher nicht mehr Fragen waren. Ich würde mich aber unglaublich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir ein Like da lasst, das Video auch teilt, anderen schickt, weiter unterstützt, indem ihr mir folgt, indem ihr den Kanal teilt. Das hilft mir alles, das unterstützt mich. Und ansonsten freue ich mich auch auf weitere Fragen. Wie schon gesagt, schickt mir gerne weitere Fragen. Schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie auf YouTube, schreibt sie auf Instagram, schreibt sie auf Facebook. Schickt sie mir persönlich. Ich freue mich, dann können wir gerne noch mal eine weitere Fragerunde machen. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle frohe Weihnachten, denn morgen ist Weihnachten, wenn dieses Video nach Plan erscheint. Und ich wünsche euch alles Liebe, eure Gretchen.